Laos hat seine Grenzen vor 3 Wochen wieder für Touristen geöffnet. Im damaligen Announcement hat die Regierung allerdings nicht genau gesagt, wie die Einreisebestimmungen sein werden. Aber genau auf die Frage werde ich heute in diesem Video eingehen und außerdem werde ich ein paar weitere Informationen teilen, die relevant sein können, wenn man jetzt in näherer Zukunft nach Laos reisen will. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran! Hallo und sonnige Grüße aus Laos! Wenn du das erste Mal bist hier auf dem Kanal und dich Updates und Infos aus Laos interessieren und wie das Leben hier so im Allgemeinen aussieht, dann lass doch direkt erstmal ein Abo da. Ja, die Grenzen zu Laos sind wie gesagt seit 3 Wochen jetzt etwa wieder geöffnet für Touristen. Und im damaligen Announcement, wozu ich ja auch damals schon ein Video gemacht hatte, was ich hier oben nochmal reinpacke, gab es leider keine konkreten Informationen, wie jetzt die Einreisebestimmungen sein werden. Die sind natürlich mittlerweile konkreter und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Und außerdem habe ich die letzten Wochen mal dafür genutzt, einfach mal zu beobachten, was sonst so passiert ist und was sonst noch relevant sein kann, wenn man jetzt als Tourist nach Laos einreisen will. Und genau da steigen wir jetzt einfach mal durch. Okay, wie kann man Laos denn nun betreten? Es heißt, man kann Laos wieder über den Luft-, Land- und Wasserweg betreten. Wobei alle internationalen Grenzen für den internationalen Tourismus wieder geöffnet sein sollen. Visas sollen wie vor Corona ganz normal wieder ausgestellt werden. Das heißt, E-Visa und Visa on Arrival sollen verfügbar sein. Des Weiteren ist Laos geöffnet für privaten und öffentlichen Verkehr. Und ganz wichtig heißt es, dass Ausländer selbst dafür verantwortlich sind, wenn sie sich hier in Laos mit Corona infizieren. Das heißt also, es empfiehlt sich, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, um nicht Gefahr zu laufen, sich hier zu infizieren und alle Kosten selbst tragen zu müssen. Eine weitere wichtige Frage, die sich viele wahrscheinlich stellen, ist das Thema Impfung. Also, muss man geimpft sein, um nach Laos einreisen zu müssen? Die Antwort lautet nein. Wenn man nicht geimpft ist, muss man allerdings einen PCR-Test vorweisen, der maximal 48 Stunden alt ist und der natürlich negativ sein muss. Kinder unter 12 Jahren sind davon allerdings ausgenommen. Wenn man geimpft ist, dann reicht der Impfausweis oder die Impfkarte schlichtweg aus. Also relativ einfach, relativ straightforward. Hinsichtlich der Visagebühren hat sich auch ein bisschen was getan. Gerade erst vor ein paar Tagen gab es dazu eine neue Ankündigung, dass die Visagebühren gesenkt werden. Und zwar kostet das Visum jetzt nur noch 40 US-Dollar anstatt 60 US-Dollar für 30 Tage. Es sei denn, man ist chinesischer oder vietnamesischer Staatsbürger, dann kostet es nur 20 Dollar. Wenn du dich jetzt fragst, wie es aktuell hier touristisch aussieht, also ob jetzt Scharen an Touristen hier einreisen und alles vollkommen überlaufen ist, dann kann ich dir sagen, das ist nicht so. In den vergangenen gut 3 Wochen haben ehrlich gesagt mehr Menschen Laos verlassen, als dass Menschen hergekommen sind. Um genau zu sein, sind gut 13.800 Menschen nach Laos eingereist, wohingegen gut über 16.000 Menschen das Land verlassen haben. Also wenn du jetzt hierher reisen willst, hast du immer noch die Möglichkeit, Laos in seiner natürlichsten Art kennenlernen zu können. Ein weiteres nicht ganz unwichtiges Thema ist die Benzinknappheit hier in Laos. Also insbesondere für diejenigen von euch, die vorhaben, hier mit dem Motorrad oder mit dem Auto zu reisen. Was hier relativ normal ist, gerade in der Backpacker-Szene. Es ist zwar noch nicht so dramatisch wie beispielsweise in Sri Lanka, aber ich kann euch sagen, beispielsweise hier in Luang Prabang gibt es momentan nicht sehr viel Benzin. Und das, was vorhanden ist, das wird stark rationiert. In der Regel haben hier nur 1 bis 2 Tankstellen am Tag geöffnet und ja, wenn man dann mit dem Moped da auftaucht, dann bekommt man Benzin nur im Wert von, ich sag mal, 30.000 bis 50.000 Kip. Wenn man dann mit einem Auto auftauchen sollte, dann bewegt es sich so im Bereich von 300.000 Kip, will ich sagen. Und das bei Benzinpreisen, die ähnlich hoch sind wie in Deutschland. Also da könnt ihr euch ausrechnen, wie weit ihr damit kommt. Ich habe allerdings auch gehört, dass das Reisen mit den regulären Reisebussen ganz gut wieder funktionieren soll. Das ist jetzt allerdings nur Hörensagen, dazu habe ich keine validen Informationen. Also wenn ihr vorhabt, mit den Reisebussen von A nach B zu reisen, das soll wohl ganz unkompliziert und ganz normal wie gehabt funktionieren. Ja, das waren jetzt mal eben auf die Schnelle sämtliche Informationen zusammengefasst, was die Einreise nach Laos betrifft. Also, ihr wisst jetzt Bescheid,
ob ihr einreisen könnt. Ihr wisst Bescheid, wie es hinsichtlich der Impfung aussieht und was ihr da mitbringen müsst. Ihr wisst Bescheid über die neuen Visagebühren und ihr seid auch informiert über die Benzinknappheit hier. Also nicht, dass es irgendwelche bösen Überraschungen hier gibt. Ja, meine persönliche Empfehlung, wenn ich jetzt nach Laos einreisen wollen würde, also ich selbst bin jetzt ja schon da, ist, ich würde jetzt hierher kommen. Die Einreisebestimmungen scheinen sehr einfach und sehr straightforward zu sein. Das Visum ist mittlerweile sogar günstiger, was natürlich noch ein kleiner Bonus ist. Und naja, die Benzinknappheit macht es natürlich eine spannende Reise. Also es wird auf jeden Fall auch eine kleine Abenteuerreise. Ich persönlich würde jetzt nicht mit dem Motorrad rumreisen. Dazu hätte ich zu große Angst, dass ich irgendwo im Niemandsland liegen bleiben würde und dann mein Motorrad, ich weiß nicht wie lange, bis in die nächste Stadt schieben müsste. Also daher empfiehlt es sich wahrscheinlich eher momentan mit Bus und Bahn hier zu reisen. So, das war es dann auch erstmal wieder von diesem Laos-Reise-Update. Ich bin krass durchgeschwitzt, es ist momentan einfach derbe heiß und schwül hier, dementsprechend werde ich jetzt reingehen, meine Klimaanlage genießen, dieses Video editieren und hochladen. Und ja, wenn du das Video hilfreich und informativ fandest, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und natürlich auch gerne ein Abo. Und ich lasse hier auch noch mal 2 Videos hier, wo ich glaube, dass sie dir gefallen können. Also dann, mach's gut, lass es dir gut gehen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Erstmal.